Hallo zusammen! Heute mache ich für euch ganz, ganz leckere Schokobrötchen oder Schokocroissants, das ist immer Auslegungssache, wie man sie nennt. Dafür müssen wir zuerst einmal einen Vorteig machen. Die Mengenangaben, die verlinke ich wieder unten in der Videobeschreibung. Zuerst einmal brauchen wir Mehl, da habe ich schon mal hier in der Schüssel. Dann kommt Zucker. Dann Vanillezucker, da nehme ich am liebsten meinen selbstgemachten. Mit echter Vanille. Das verrühre ich mir aber kurz. Und mache mir mit dem Löffel eine Kuhle in das Mehl oder in die Mehl-Zucker-Mischung. Da kommt jetzt die Milch rein, lauwarme Milch für die Hefe. Die kommt nämlich jetzt rein. Und das Ganze lassen wir ungefähr 10 Minuten stehen, damit die Hefe sich so ein bisschen entfalten kann. Mein Vorteig ist fertig, die Hefe konnte gehen. Jetzt machen wir den richtigen Teig fertig. Dazu tut ihr Salz da rein. Auf jeden Fall am besten alles. Dann weiche Butter. Honig. Und zum Schluss noch Eier. So, das warten, bis der Honig runtergelaufen ist. Weil ich kann in der Zwischenzeit schon mal die Eier ein bisschen verkleppern. Verwöhnen. Das reicht eigentlich. So, und die Eier noch dazu. Und das lassen wir jetzt ungefähr 10 Minuten von der Maschine durchkneten. Dann wird der Teig richtig schön weich und fluffig. Und dann sind wir wieder ein Stückchen weiter an unser Milchbrötchen. Ach ja, ich mache übrigens heute Party-Milchbrötchen, also kleine, weil wir auf den Geburtstag eingeladen sind. Aber ihr könnt den Teig natürlich auch anders ausrollen. Ihr könnt die Größen variieren, wie ihr es möchtet. Das ist ganz nach eurem Belieben. Dann lasst man den Teig jetzt mal kneten. Ich stelle mir einen Timer und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Die 10 Minuten sind um. Ich mache jetzt nochmal so ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und knete nochmal einmal mit Hand durch. Von Hand, nicht mit. Ich komme aus dem Robot. So. Richtig schön weich schon der Teig. Ich brauche nicht mal mehr Mehl hier. So. Den lassen wir jetzt ungefähr eine Stunde gehen an einem warmen Ort. Damit der sich auch wieder schön, ich glaube, locker verdoppeln kann. Und dann machen wir endlich unsere Milchbrötchen und unsere Schokobrötchen. So sieht er aus. Der Teig ist richtig schön aufgegangen und mein Kameramann ist zurück. Oder er ist da. Ist immer eine Erleichterung. Den werden wir jetzt ja, ausrollen, nicht erstmal formen. Dadurch, dass ich so Party-Milch-Schokobrötchen mache, mache ich so 35 bis 40 Gramm Brötchen ungefähr. Oder Teigstücke. Wenn ihr jetzt normale Größe haben wollt, so 60 bis 80 Gramm, immer je nachdem, wie groß man das mag. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Zupft da einmal erstmal ab.
So ungefähr passt. Gucken, wie viel wir da rauskriegen. Einige, würde ich sagen. Ja, es sind aber auch einige Leute heute da, wie ich weiß. Die forme ich jetzt zu Kugeln. Also das an Teig, was ich habe. Nochmal, ich kann das nicht schön, aber darauf kommt es auch nicht an. Also ihr seht ja, ihr braucht nicht mal mehr Mehl. Ich habe es mir vorsichtshalber hingestellt, aber den braucht man definitiv nicht. Oder ich jetzt nicht. Ist ja immer je nachdem, wer das macht. Dann nimmt man mal ein paar Gramm Butter, zu viel oder zu wenig. Dann braucht man das wieder. Sind schon einige bisher. Und die letzte Kugel. Was haben wir da jetzt? 27 Stück habe ich jetzt rausgekriegt. Das Mehl braucht man nicht mehr. Als nächstes bereitet ihr euch die Schokolade vor. Ich möchte, was war's, ungefähr so breite Brötchen haben, dass das wirklich nur so kleine, mundgerechte Brötchen-Croissants werden. Deswegen schneide ich die einmal so. Und dann in so ungefähr so breite Stücke. Das Zerbrochene ist nicht schlimm. Das sieht man nachher nicht mehr, wenn das in den Brötchen zerlaufen ist. Da könnt ihr auch jede Schokolade eurer Wahl nehmen. Ob Vollmilch, Zartbitter, weiße Schokolade, mit Nüsse, ohne. Das ist je nach Geschmack eigentlich immer individuell. So. Jetzt formen wir hier, nach Rollen nennt man das. Eine Wurst. Ja, genau, eine Wurst. Einmal so. Die muss dann auch ungefähr so breit werden, wie ihr die haben wollt nachher. Seht ihr nämlich schon, wenn ihr jetzt Mehl hier auf dem Tisch hättet, dann wird das alles einfach nur wegrutschen. So ist das jetzt super. Jetzt tut ihr nämlich an beiden Seiten ein Stück Schokolade rein. Da. Da. Alles, was ihr an Krümmeln so findet noch. Und rollt die bis zur Mitte ein. Und dreht die einfach um. Und legt die dann aufs Backblech. Was mache ich jetzt mit dem restlichen Teig auch noch? Und dann sehen wir gleich weiter. Die Zeit ist um. Die sind schon sehr gut aufgegangen. Das waren jetzt die ersten, die aber auch. Die werden jetzt mit meiner Ei-Milch-Mischung gepinselt. Den Backofen habe ich in der Zwischenzeit schon vorbereitet, also vorgeheizt auf 160 Grad. Können die dann gleich schön drin fertig werden. 15 bis 20 Minuten ungefähr. Das ist halt je nach Größe. Wenn ihr jetzt die normal groß macht, die brauchen dann schon 20, 25 Minuten. Und ich mache mir dann in der Zwischenzeit das Wasserbad fertig. Oder ein Wasserbad, weil ich will da noch so ein bisschen Schokolade so drüber machen. Da Kuvertüre. Ein paar Schokostreusel habe ich auch noch gefunden. Machen wir uns die noch ein bisschen schöner.
Unsere Croissants sind fertig. Die haben jetzt im Endeffekt doch 12 Minuten gebraucht. Wie gesagt, das kommt auf den Backofen an, auf die Größe, eigentlich auf viele Faktoren. Jetzt kommen wir zum schönen Teil. Kuvertüre. Die Kuvertüre verteilen. Das ist einfach hier ein Gefrierbeutel. Und die Luft rausdrücken. So. Links kann ich das nicht. Jetzt wird dekoriert. Das ist jetzt Kuvertüre, wenn ihr Schokolade über habt, könnt ihr die auch schmelzen und das damit machen. Schokolade ist immer gut. Zeit, dass ich die probieren kann. Solange die noch heiß ist. Ich habe noch so ein paar Reste hier an Streuseln gefunden. Die kann man dann natürlich auch noch schöner drüber. Das Beste kommt natürlich jetzt. Wie gesagt, ich kann nicht warten. Das ist echt verführerisch. Ich habe aber schon, genau das Blech, das war das erste, was im Backofen war. Also ist nicht mehr ganz so heiß. Aber probieren wir mal. Schokoladenfinger. Das sind jetzt also meine Schokocroissants, Schokobrötchen. Ich habe das wieder auch vom Bundesland, von Person zu Person anders gesagt. Aber sehr gut für jede Party. Wie gesagt, ihr könnt es auch größer machen, wie ihr mögt. Ihr könnt das mal im Kreis da rein tun, was auch immer. Aber mir schmeckt es, ihm wahrscheinlich auch. Darf jetzt auch probieren. Und dann viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit!